Meine Damen und Herren, willkommen zurück hier auf dem Channel zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Trailer-Reaction und ich reagiere zu einem Schwergewicht an einem Trailer. Ich habe in den letzten Tagen bereits ein Video aufgenommen, wo ich am Stück zu 4 verschiedenen Trailern bzw. Teasern reagiert habe. Darunter war unter anderem der Trailer zu der neuen Netflix-Serie Resident Evil. Fand ich überraschenderweise ziemlich gut. Aber das waren alles Produktionen, denen mein Herz nicht besonders liegt. Und ja, bevor ich mich dran machen konnte, meine Zeit für diese Leichtgewichte zu verschwenden, platzte der erste richtige Trailer zu dem Film Prey. Wir haben diesen Film hier auf dem Channel bereits behandelt. Das ist der neueste Film in der Reihe der Predator-Filme. Ein Film, der unglücklicherweise nicht ins Kino kommt. Der Film kommt direkt ins Fernsehen. Er wird in den USA auf Hulu ausgestrahlt, in Deutschland hoffentlich auf Disney+. Ihr erinnert euch, ich habe ein Reaction-Video gemacht zu dem ersten Teaser. Das war ein ordentlicher Teaser, ein Teaser, den ich vielleicht mit einer 2- bedenken würde. Ein ganz guter erster Eindruck. Und heute bekommen wir den ersten Trailer. Ich habe das in meiner Reaktion zu dem Teaser bereits angedeutet, dass in der nächsten Zeit ein ausgewachsener Trailer zu erwarten wäre. Dass er dann doch so schnell kommt, damit habe ich nicht gerechnet, aber hier ist er und ich werde ihn mir anschauen. Blöderweise wird das nicht das erste Mal sein, dass ich ihn mir anschaue. Ich habe gerade vor einer halben Stunde bereits so ein Video hier gemacht, hatte aber wieder technische Schwierigkeiten und mein 20-minütiges Reaction-Video wurde von meinem Fotoapparat einfach mal nicht abgespeichert. Darum wiederhole ich das Ganze jetzt. Hoffe es dieses Mal unter die 20 Minuten drücken zu können. Und ja, nachdem ich mir mittlerweile so den einen oder anderen Gedanken gemacht habe und sich meine Aufregung etwas gesetzt hat, hoffe ich, euch einige gute Einblicke oder Informationen zu dem Trailer geben zu können. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir legen los. Und legen wir los. Tomahawk. Okay, sie möchte jagen. Was sie von der Hauptdarstellerin halten soll, bin ich mir noch unsicher. Ich werde sie im Film erleben müssen, bevor ich endgültig sage. Okay, sie ist bereit, ich auch. Aber noch nicht ganz für sie. Aber definitiv schön, dass man eine Native-Darstellerin hier engagiert hat. Das finde ich nicht so gut. Also der Special-Effekt ist nicht besonders gelungen, finde ich. Der Bär kommt ziemlich künstlich rüber. Okay, da hat sie sich also etwas zu viel vorgenommen und Überraschung, jemand anderer schnappt sich das Biest. Der Predator himself. Hier bekommt man einen ersten Glimpse von ihm. Das erkläre ich aber, das erläutere ich gleich als nächstes. Okay, alle Indianer-Szenen im Film oder in dem Trailer mochte ich. Schöne Farbgebung. Okay, sie jagen, um zu leben. Und er lebt, um zu jagen, der Predator. Die Szene kennen wir. Sie ist etwas erweitert in dem Trailer. Gleich kommen wieder Pünktchen. Auch das habe ich erklärt. Kaboosh! Und jetzt geht es aber hier weiter. Sie fliehen und etwas verfolgt sie. Gute Szene. Gab es aber auch schon so in Predators. Aha. Es weiß, wie es jagt. Ich weiß, wie ich überleben kann. Oh. Das sieht man ihn zum ersten Mal. Ohne Tarnung hier wieder. Springt von Baum zu Baum. Ganz überraschend, Europäer, also Siedler. Ich kann es töten. Das war die beste Einstellung, gerade eben. Und der Trailer ist auch schon vorbei. Jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Also gefällt mir durchaus. Das habe ich schon in der Teaser-Reaction angedeutet, dass mir die Farbgebung gefällt.
dass man auf Anhieb auch sehen kann, dass das jemand macht, also der sich durchaus mit der Filmemacherei auskennt. Am Ende kommt es aber darauf an, welchen Feel dieser Film hat, wie er sich einfach anfühlt. Und natürlich ist ganz wichtig, wie die Hauptdarstellerin im Film so rüberkommt, wie sie sich so macht. Also jetzt aufgrund des Trailers kann ich das nicht wirklich sagen. Also begeistert bin ich von ihr nicht, begeistert bin ich von dieser Pocahontas Herangehensweise auch nicht. Aber das haben wir hier auf dem Channel auch in Bezug auf das Predator-Franchise bereits diskutiert. Darum beiße ich mir jetzt mal auf die Zunge. Wir warten einfach mal den Film ab. So, und jetzt analysieren wir den Trailer. Hier die Hauptfigur, No heißt sie. Also jedenfalls, wenn man ihren Namen übersetzt, ihren Comanche-Namen habe ich mittlerweile wieder vergessen natürlich. Doch nichts anderes erwartet. Okay, hier haben wir sie nochmal. Wie gesagt, nochmal schön, dass das eine Schauspielerin ist, die indianische Wurzeln hat. Aber das ist ja nicht immer, oder sollte jedenfalls nicht immer der wichtigste Faktor sein, wenn man einen Schauspieler aussucht. Er sollte einfach auch in die Rolle passen. So, hier sehen wir wahrscheinlich die Ankunft des Predator. Hier, ich gehe mal davon aus, dass das die Heldin ist. Und hier ihr Begleiter, dieser Hund, den sie dann später auch bei sich hat. So, hier kehrt sie nach Hause zurück. Ja, in eine Welt, die Frauen das Jagen untersagt. Also jedenfalls geht man davon aus, dass das so gewesen ist. Ach, das ist eine Szene, die verstehe ich erst jetzt. Man sieht hier Bisons, beziehungsweise die Kadaver von Bisons. Das ist eine Szene, wie man sie zum Beispiel auch in Der mit dem Wolf tanzt gesehen hat. Das hier waren einfach europäische Siedler, die hier wirklich ganz überraschenderweise auftauchen. Ich habe mit denen nicht gerechnet. Ich weiß, dass das im 18. Jahrhundert spielt, Mitte des 18. Jahrhunderts. Das heißt, da war Nordamerika schon von den Europäern besiedelt. Jedenfalls zu bestimmten Teilen. Das heißt, man hätte schon damit rechnen können, dass sie hier aufkreuzen. Naja, und das ist eben das, was diese Siedler produzieren. Also die haben hier Jagd gemacht auf Bisons, aber nicht, weil sie zum Überleben brauchten, sondern weil sie die Felle verkaufen wollen. Also ein Massaker angestellt. Naja. So, hier versucht sie sich als Jägerin. Das geht kläglich daneben, weil sie sich hier etwas übernimmt. Sie greift hier einen Bären an, kann mit ihrem Bogen aber nichts ausrichten und dann ist sie auf einmal die Gejagte. Sie versteckt sich und wird dann gerettet, weil sich der Predator, den man hier gleich sehen wird, weil er sich den Bären als Trophäe holt. Das ist also unter Umständen auch so eine Anspielung spätestens auf den zweiten Film. Genau, hier sieht man den Predator, also eine Anspielung auf den zweiten Film, weil dort war davon die Rede, dass der Predator auf die Erde kommt, um Jagd eben nicht nur auf den Menschen zu machen, sondern auch auf andere gefährliche Tiere, wie einen Bären. He's on safari. Lions, the tigers, the bears. Oh my. Trophies. Und diese Einstellung, hier sieht man den Predator und sieht ihn zugleich auch nicht. Das liegt an seiner Tarnvorrichtung, die er an sich hat. Die macht ihn praktisch unsichtbar. Er erscheint dann wie so eine Art Geist. Allerdings, wenn man meinetwegen mit etwas nach ihm wirft, wenn man ihn mit Wasser besprüht oder mit Dreck, dann wird er teilweise für einen Moment sichtbar, weil das an dieser Vorrichtung ja an ihm ja an sich abprallt. Also hier ein erster richtiger Blick. Im Teaser hatte man ja kaum etwas von dem Predator zu sehen bekommen, also praktisch gar nichts, außer wenn man wirklich hier Screenshot für Screenshot sich das Ganze angeschaut hat, dann konnte man für einen Bruchteil einer Sekunde eben so eine Manifestation des Predators sehen. So, hier nochmal der Hinweis darauf, dass der Film von dem Regisseur von 10 Cloverfield Lane ist, dem Dane Trachtenberg. So, also hier sind wir wieder bei den Indianern. Das ist wahrscheinlich der Bruder, den habe ich angesprochen. Er soll der neue Häuptling werden. Sie sagt hier zu ihm, dass sie ihn beschützen möchte und er fragt sie, wovor möchtest du mich denn beschützen? Also dass sind sich die Männer oder die Krieger noch nicht der Gefahr bewusst, aber sie scheint hier schon etwas zu ahnen. Das ist ein Blick, der nach oben geht, in die Bäume. Das war auch im ersten Film so, dass sich der Predator im Dschungel, da spielte nämlich im Dschungel hauptsächlich, der zweite dann schon in einer Großstadt. Also der Predator bewegte sich im ersten Film halt eben über die Bäume, so hat er auch seine Gegner ausgetrickst. He's using the trees. Also ich gehe mal davon aus, dass hier oben irgendwo auf dem Ast der Predator seine
Beute beäugt. So, dann gehen wir mal weiter. So, hier die jungen Krieger, Initiationsritus oder ähnliches. Ja, und sie darf nicht mitmachen, sie möchte aber. Gut, diese Szene kennen wir. Den Bezug habe ich auch schon erläutert. Es gab in dem Predators-Film, ich glaube, das war der 5. in der Reihe, wenn man die AVP-Filme, also die Alien vs. Predator-Filme mitzählt. Also dürfte der 5. Film gewesen sein mit Adrian Brody in der Hauptrolle. Ein ganz ordentlicher Film, aber jetzt auch keine Leuchte. Dort gab es eine ähnliche Szene. Das hier ist ein schönes romantisches Bild. Das Ganze beginnt also im August. So, hier trainiert sie, hatte ich den Eindruck, hier ihr Hund, ihr Begleiter. Also ja, sie scheint schon ein bisschen was drauf zu haben. Und das ist die erste Einstellung, in der man den Predator zum ersten Mal in seiner wahren Gestalt zu Gesicht bekommt. Also was ich hier davon halten soll, weiß ich nicht. Das Problem der Sequels mancher davor war, dass man ein bisschen die Idee des Predators missverstanden hat. Er war im allerersten Teil so eine Art sinniger Dschungelkämpfer, also eine agile Kreatur. Und davon ist man in den darauffolgenden Filmen, in den meisten davon, weggegangen und hat aus dem Predator so ein muskelbepacktes, waffenbepacktes Monster gemacht. Ich mochte diese Entwicklung überhaupt nicht. Sie hat halt die Legacy des Predators oder so die Idee, das Konzept hinter dieser Kreatur einfach missverstanden, verfälscht, empfand ich jedenfalls. Und ich würde mir wünschen, dass man wieder zurückkehrt zu diesem ursprünglichen Konzept, wo der Predator einfach rüberkommt wie so ein Indianer, eben ein Alien-Indianer, wie auch immer, und nicht ein Muskelprotz. Und ja, aus der Aufnahme hier ist das einfach nicht klar ersichtlich, in welche Richtung man hier gegangen ist. Was man aber sagen kann, ist, dass man coolerweise hier beim Predator etwas zurückgegangen ist, was seine Technik anbelangt. Da wird man später in einer Szene sehen, also der Predator an sich erscheint archaischer. Ich meine, es ist auch nur zu logisch, weil das Ganze doch 200 Jahre vor den Ereignissen der eigentlichen Predator-Filme steht, also 200 Jahre. Deshalb ist es wie gesagt nur zu logisch, dass man dem Predator auch etwas an Technologie wegnimmt. Also er scheint schon primitiver, archaischer. Das sieht man später in einer Einstellung ganz gut. Das hier finde ich auch cool, dass man hier die Europäer, die Siedler mit reinnimmt, also mit ihren Feuerwaffen. Es gibt hier später eine Einstellung, wo diese Jäger hier aufgemischt werden von dem Predator. Hier bewegt er sich über die Bäume, das habe ich angedeutet. Okay, hier die Heldin, das ist an sich eine coole Einstellung, aber nachdem man hier total sehen kann, dass das computergeneriert ist, fällt es doch ins Wasser. Ich kann auch nicht wirklich sagen, wer das ist, ob das einer der Indianer ist, vielleicht die Heldin, oder ob das der Predator ist, schwierig zu sagen, aber ich tippe eher auf einen Menschen und hier wahrscheinlich ein Puma. So, und hier diese Szene, von der ich gesprochen habe, der Predator hier in einer näheren Einstellung, nicht nur aus der Distanz zu sehen, mischt hier gerade zwei Siedler auf. Was man hier sehen kann, ist einerseits, ich gehe mal davon aus, hier eine Waffe auf seinem Rücken, also irgendeine Hiebwaffe, hier seine Maske, und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, dieses archaischere. In den modernen Filmen tragen die Predatoren dann bereits Metallmasken aus irgendeiner unbekannten Legierung, wie man später herausfindet. Sie verfügen über eine spezielle Sichtvorrichtung. Sie können dort verschiedene Modi wechseln. Normalerweise sind sie in Infrarot, können aber wie gesagt verschiedene Modi benutzen, je nach Situation. Und was man hier auch sehen kann in der Einstellung, ist die Hauptwaffe des Predator. Das ist so eine Handklinge, eine Wristblade. Und hier wird gerade jemand damit aufgespießt. Das hier auch eine ganz coole Szene, da schnappt sich der Predator, ich glaube aus der Luft, einen Tomahawk, also jedenfalls so deute ich das. Ich weiß nicht, ob das gerade auf ihn geschleudert wurde oder ob er das vielleicht selber benutzt.
schwierig zu sagen. Okay, hier eine Szene, die auf den ersten und den Adrien Brody Predator verweist. Dort haben die menschlichen Gegner des Predators ja einen Trick angewandt, um den Predator auszutricksen. Sie haben sich in Schlamm gelegt, sie haben sich mit Schlamm bedeckt, weil das die Sicht des Predators beschränkt hat. Das heißt, er konnte sie dann mit seiner Infrarotsicht nicht so schnell ausmachen. Okay, hier eine Indianer-Szene so. Und das hier war mitunter das Coolste hier im Trailer. Das ist der Predator. Er verwendet hier ein Stück Technik, primitiverer Technik, ein Schild. Das wird so fächerartig aufgefahren, das sieht man in dieser Einstellung. Das ist ganz gut, also schön, dass der Predator hier neue Waffen bekommt, auch wenn sie primitiver sind als das, was er dann in den späteren Filmen einsetzt. Also man erweitert hier einfach nicht das Spektrum, sondern man erweitert hier, bleiben wir doch einfach mal bei dem Spektrum der Waffen. Hier hinten, das ist diese Hiebwaffe, denke ich mir mal, die man in der Einstellung vorher gesehen hat. Und hier diese Gesichtsmaske, die ich vorhin angesprochen habe. Also auch sie wirkt definitiv primitiver als das, was man in den späteren Filmen zu sehen bekommt. Also auf jeden Fall eine ziemlich coole Einstellung. Und ja, die einfach davon zeugt, dass sich die Macher hier doch ein paar Gedanken gemacht haben. So, und damit wäre der Trailer auch schon zu Ende. Ich fand ihn ganz ordentlich. Das war eine gute Erweiterung des Teasers. Wir haben zum ersten Mal in mehreren Einstellungen, wenn auch nicht zu genauen Einstellungen, den Predator bekommen. Also die Plusse sozusagen habe ich angesprochen, also dieses Archaische an ihm, das finde ich gut. Und über den Rest, also ob er jetzt irgendwie so übergroß daherkommt, was ich uncool fände, das kann ich aus den Einstellungen hier jetzt noch nicht erschließen. Deshalb wird man einfach abwarten müssen. Bis August ist es ja gar nicht mehr so lang, das ist wirklich gar nicht mehr so lange her. Und dann werden wir wissen, ob es dieser Film schafft, das Franchise wieder umzureißen, das Ruder wieder umzureißen und ja, ob das hier eine Basis wird für eine Reihe neuer, hoffentlich besserer Filme als die letzten Sequels zu Predator. Gut, mit dieser ja etwas vagen Einschätzung würde ich dieses Video beschließen. Also ich sage mal vage, aber vorsichtig optimistisch. Also das hier ist auf jeden Fall gekonnt gemacht. Das sind teilweise wirklich gute Bilder. Deshalb bleibt die Hoffnung, dass das hier ein guter Film werden wird. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr den Trailer gefunden habt. Ich weiß aus einem Kommentar zu meiner Teaser-Reaction, dass dieser Teaser ganz gut angekommen ist, weil er nicht allzu viel verraten hat. Das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen. Also schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das hier gefunden habt und was ihr euch von dem Film erwartet. Aber für jetzt, für dieses Mal war es das. Ich verabschiede mich aus der Prärie und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut.